Hallo, euer Motorradtour grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Während wir hier im Friaul den Passo di Rest hochfahren, möchte ich, bevor ich zur Vorstellung der XPD Adventure mit H2 Out komme, denn in dieser nächsten Saison der Rainer, der Thilo und ich fahren und testen werden, kurz ein paar persönliche Worte zum Video sagen. Die Bilder nachher im Hintergrund brauchen vielleicht kurz eine Erklärung. Ja, es gab tatsächlich eine Zeit nach Moto Guzzi und vor Moto Guzzi. Und zwar bin ich da eben BMW GS gefahren. Und zwar nicht nur eine, sondern ich glaube 4 oder 5. Und klar, schöne Erinnerungen an Touren, die bei mir hier auf Foto gebannt sind. Und die BMW ist da wirklich alles andere als ein schlechtes Motorrad, muss man schon ganz klar sagen. Trotzdem spielt die GS heute beim Thema Motorradkauf für mich überhaupt keine Rolle mehr. Klar gehöre ich zur Zielgruppe von BMW. Klar könnte ich mir so ein Bike auch leisten. Aber wer meine Videos kennt, weiß, dass ich schon 2022 meiner Frau ein Versprechen gegeben habe. Und zwar nie, wirklich nie mehr als 20.000 Euro für ein Motorrad auszugeben. Und ehrlich gesagt, hat sie da vollkommen recht damit. Ein Freund von mir hat jetzt im Juli eine neue GS Adventure gekauft und das Motorrad hat, obwohl nicht ganz voll ausgestattet, mehr als 32.000 Euro gekostet. Also daher der Spaß im Hobby wirklich auf, für mich wenigstens. Und bei anderen Mitbewerbern wie Ducati sieht es ja auch nicht viel anders aus, muss man ja sagen. Meine Guzzi hat mit guter Ausstattung rund 17.000 Euro gekostet, bisschen Zubehör noch, Koffer und Zeug, da waren es vielleicht 19.000 alles zusammen. Ob die BMW jetzt tatsächlich 15.000 Euro besser ist, ja, das darf man wohl mit einem Fragezeichen versehen. Aber genug davon, zurück zu den Stiefeln. XPD gehört zu Speedy, einem renommierten Hersteller, italienischen Hersteller von Motorradbekleidung, der die Schuhe über die Händler wie Motoin oder FC Moto, die ja jedem bekannt sein dürften, in Deutschland vertreibt. Speedy ist außerdem Haus- und Hoflieferant von Moto Guzzi. Das heißt, auch die Bekleidung, die ihr dort kauft, kommt von Speedy. Es gibt jetzt natürlich nicht nur die H2 Out im Programm. Es gibt von XPD natürlich nicht nur die Adventure-Stiefel, sondern alle unterschiedliche Bereiche. Da schaut ihr einfach mal auf den Herstellerseiten nach, habe ich euch unten links eingeblendet. Preislich liegen die XPD-Stiefel im mittleren Preissegment und lassen sich daher kaum mit Daytonas, die natürlich wirklich sehr gut sind, vergleichen. Aber mittlerweile liegt Daytona natürlich schon wirklich im obersten Preisbereich, die sind wirklich sackteuer geworden. Auf meinen Touren begleiten mich ja immer wieder Leute, die auf Stadler, Touratec oder Gleim, fahre ich ja selber auch, schwören. Und bei den Schuhen ist es nicht anders. Jeder Hersteller hat seine Fans, jeder seine Vorlieben. Der Einsatzzweck heiligt die Mittel. Es gibt eben Leute, die Wochen unterwegs sind und da sicherlich einen Top-Stiefel brauchen. Und dann gibt es Leute, die viel in der Gegend rumfahren am Sonntag, nur wenn schön Wetter ist. Das ist eben der andere Bereich. Am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden, wie er sich wohlfühlt. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Die XPD-Stiefel fallen größengetreu aus. Wer allerdings auch bei kälteren Temperaturen fahren möchte, sollte vielleicht eine Nummer größer wählen, um vielleicht noch einen zweiten Strumpf mit anzuziehen. Das war's und jetzt erkläre ich euch mal die Stiefel. Also, danke, dass ihr dabei seid. Wenn es interessiert, bleibt dran. Bis dann, euer Motorradtour. Tschüss. Wir haben jetzt Ende 2025 und natürlich, es ist wie immer, die Saison ist vorbei. Aber nach der Tour ist vor der Tour, muss man immer sagen. Und darum, für nächstes Jahr habe ich bekommen neue Stiefel. Ich freue mich schon von XPD. Das sind Tourenstiefel, die ich in der nächsten Saison nutzen werde. Meine Daytonas, die ich hatte, also zum einen der Travel GTX, zum anderen der Journey XCR, die sind jetzt beide 15 Jahre alt. Und ich habe die zusammen, ich denke, um die 150.000 Kilometer
gefahren und der Journey, da ist jetzt die Schaltverstärkung geht runter. Vielleicht schicke sie auch ein, wobei jetzt natürlich vom Alter her wollen sie es glaube ich nicht richten, aber das muss ich mal sehen. Aber auf jeden Fall, ich war mit den Daytonas immer zufrieden. Die kosten natürlich mittlerweile ein Heidenvermögen, denke ich, und daher in der nächsten Saison die XPD. Und jetzt packen wir sie mal aus. So, also ganz schick verpackt das Ganze. Ich habe sie bestellt in der Größe 44 und in diesem schicken Braun. Das passt doch perfekt zu meiner Moto Guzzi, finde ich. Also ein sehr schicker Schuh und was der so alles können sollte, das sage ich euch jetzt. Da muss ich jetzt aber meine Brille aufsetzen. Ich will das ein bisschen ablesen, dass es auch richtig ist. Und die Sehkraft hat leider auch ein bisschen abgenommen. So ist es eben. Also, den es interessiert, der bleibt dran, die anderen können gerne abschalten. Es ist so. Die Oberfläche aus geöltem Leder. Wir haben einen Stiefel, der absolut wasserdicht ist. Der hat innen eine Membrane drin. Sieht man hier. Sieht man vielleicht hier ein bisschen. Und ansonsten, also hier die Schaltverstärkung, dann verstärkt im Frontbereich und verstärkt in der Ferse. Diese H2-Out Schlauchmembrane, wie man sie nennt, ist wasserdicht oder soll wasserdicht sein und atmungsaktiv. Und das glaube ich, also da ist oben sind oben so Mesh-Einsätze drin und die sorgen für eine bestimmte Atmungsaktivität. Die richtige Bezeichnung dieses Stiefels ist XPD Adventure mit H2 Out, also wasserdicht. Und XPD hat da sehr viel Wert gelegt auf einen sehr bequemen Schuh. Das heißt, er soll beim Motorradfahren natürlich absolut schützen und wasserdicht sein und hat aber auch mit der Sohle, mit der sehr leichten Sohle, die hier mehrfach verklebt ist und auch im Innenteil, das rausnehmbar ist, ist der Vorsorge getroffen, dass der wirklich super bequem ist. Wirklich absolut super bequem. Dann ist hier oben noch ein Rand dran, das seht ihr noch, wenn ich den anziehe, der wasserdicht und staubdicht schließt, damit da nichts reinkommt, wenn der angezogen ist. Vorne ist dieser Frontbereich von dem Schuh ist ergonomisch gestaltet. Das heißt, wenn man anhat, hat man ein wesentlich besseres Gefühl darin, auch für das Schalten und für das Bremsen am Motorrad. Aber das wird sich natürlich erst weisen, wenn ich den mal tatsächlich fahre nächstes Jahr. Und ja, muss man einfach sehen. Dann haben wir hier die Magnesiumschnallen und hier die Verschlüsse zum Einhängen. Bei den Verschlüssen muss man Folgendes wissen, da bin ich auch, am Anfang habe ich da ein bisschen gerätselt. Und zwar sind die verstellbar auf jede Länge. Das heißt, ich kann das so machen, dass das auch in meiner Wade passt. Und dann sitzen die super bequem. Es ist etwas anders, wie wenn man zum Beispiel beim Daytona diese Reißverschlüsse hat. Also gut, da hat jeder seine Philosophie. Die Schnallen selber sind aus Magnesium und sind austauschbar, sollte da mal was sein. Und ja, jetzt ziehe ich den mal an und dann werdet ihr sehen, wie sich der Schuh verhält. Ich habe heute schon meine dickeren Strümpfe angezogen, um einfach mal sehen zu können, wie der sich da verhält. Also, ich habe jetzt die beide Klappenschlangen offen und ich habe keinen Klett eingehängt. Ich stelle ihn hin und schlupfe einfach mal rein. So, das ist schon nicht ganz einfach. Dann mache ich die Schnallen zu. So, das geht ratzfatz und dann hänge ich oben den Klett ein. So, und jetzt sieht man es, wenn ich jetzt einen längeren Strumpf an hatte,
sieht man jetzt, dass der Schuh oben mit der Wade abschließt. Also das heißt, ziemlich dicht ist. Und ich merke jetzt am Fuß, dass er schon leicht ist. Also der Schuh selber ist, ich weiß nicht wie viel leichter, aber er ist auf jeden Fall deutlich leichter wie die Daytonas. Aber wie gesagt, ich will nichts gegen Daytonas sagen, es sind Spitzenschuhe. Das hier, da sprechen wir von der anderen Preiskategorie. Aber ich denke, dass der auch das kann, für was ich so einen Schuh möchte. Also mir ist wichtig, dass er bequem ist und mir ist wichtig, dass er dicht ist, vor allem. Und ich denke, das wird er auch sein. Das wird sich aber zeigen natürlich. So, ausziehen, gleich auf und raus. Also das ist schon alles sehr bequem. Bequemer, muss ich sagen, wie im Daytona. Aber okay. So, gut, jetzt hoffe ich, dass euch das ein bisschen interessiert hat. Wir werden dann im nächsten Jahr sehen, wie er sich verhält. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten und kommt gut rein ins neue Jahr und nächstes Jahr sieht man sich dann irgendwann mal. Also, bis dann, euer Motorradtour. Ciao!